Nüsse enthalten roh nicht nur am meisten Vitamine, sondern auch am meisten der mehrfach ungesättigten Fettsäuren in ihrer gesunden Form. Doch manchmal habe ich einfach Lust auf geröstete Mandeln mit etwas Salz. In diesem Video zeige ich dir, wie du Mandeln schonend selber rösten kannst. Denn bei gekauften Mandeln weißt du nicht, wie hoch die Temperaturen beim Rösten waren. Erhitzte Nüsse haben übrigens nicht nur Nachteile. Sie werden durch das Erhitzen leichter verdaulich und können so für Menschen mit einer angeschlagenen Verdauung sogar die bessere Wahl sein als rohe Mandeln. Verdaulicher werden Mandeln auch durch das Ankeimen lassen, aber das ist nicht das Thema von diesem Video. Falls du gerne mehr darüber erfahren möchtest, dann hinterlass mir einen Kommentar, dann werde ich das eher in einem späteren Video aufnehmen. Hallo, ich bin Ann und ich kenne mich mit gesunder Ernährung aus. Wenn du mehr über mich und meinen Werdegang erfahren möchtest, gehst du am besten auf meine Website unter annelehner.com. Möchtest du sofort erfahren, wenn ein neuer Beitrag erscheint, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Für dieses Rezept brauchst du eine Schüssel, Backpapier und einen praktischen Stabmixer. Den Link zu meinem Mixer habe ich unten eingeblendet. Falls du keinen hast, geht es auch mit einem kleinen Schwingbesen oder einer Gabel. Falls du einen Mixer verwendest, geht es am besten mit einem schmalen und höheren Gefäß. Für dieses Rezept benötigst du 200 Gramm Mandeln. Hier lohnt sich gute Bioqualität, denn der Geschmack hängt am Ende vor allem von der Qualität der Mandeln ab. Die Mandeln sollten auch keinesfalls alt sein. Ich schaue immer darauf, dass das Haltbarkeitsdatum noch möglichst lange hält. Das bedeutet, sie wurden noch nicht lange vom Baum gepflückt und sind daher noch am dichtesten bepackt mit lebensnotwendigen Mikronährstoffen. Daneben brauchst du noch ein Ei und 1 bis 2 Teelöffel Salz. Mein Salz ist etwa 30% weniger salzig als handelsübliches raffiniertes Salz. Daher kann ich dir hier keine exakteren Angaben machen. Ich habe 2 Teelöffel benötigt. Mit normalem raffinierten Salz benötigst du wahrscheinlich etwas weniger. Den Link zum Salz, das ich verwende, habe ich dir unten eingeblendet. Bitte stört euch nicht daran, dass dieses Salz gerne verklumpt. Denn als völlig naturbelassenes Meersalz enthält es keine Antiklumpmittel. Den Ofen mit Ober- und Unterhitze auf 130 Grad vorheizen, Mandeln in eine Schüssel geben. Das Ei kurz mit dem Stabmixer aufschlagen, damit es sich gleichmäßig über den Mandeln verteilen lässt. Ein paar Umdrehungen genügen, es sollte keinesfalls fest werden. Das Salz kannst du von Anfang an untermengen oder jetzt dazugeben. Nun von der Masse an die Mandeln geben, bis sie schön glänzen und überall nass sind. Achtung, nicht zu viel, sonst gibt es sichtbare Rückstände vom Ei. Du wirst nur einen Teil vom Eiweiß benötigen. Nun die Mandeln auf einem Blech mit Backpapier verteilen. Sie sollten sich möglichst wenig berühren, damit sie nach dem Backen möglichst wenig zusammenkleben. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren gelten als gesund. Dabei gibt es aber eine wichtige Ausnahme, über die noch viel zu wenig gesprochen wird: die Lipidperoxidation. Denn sobald Fettsäuren durch die Einwirkung von Wärme, Licht und Sauerstoff oxidiert wurden, sind sie für den Körper nicht mehr gesundheitsfördernd, nein, ganz im Gegenteil, sie tragen dann zum oxidativen Stress bei. Aufgrund ihrer Instabilität sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren dafür am alleranfälligsten. Ich persönlich esse lieber keine mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wenn ihre Oxidation bereits weiter fortgeschritten ist. Wichtig zu wissen ist aber, dass ein geringer Anteil an oxidierten Fettsäuren sich nicht verhindern lässt. Das ist ein alltäglicher Prozess. Ähnlich wie unsere Haut mit der Zeit Sommersprossen bekommt, altert auch Öl
oder die enthaltenen Fettsäuren in Nüssen oder anderen Lebensmitteln. Es ist aber gut zu wissen, dass gerade Nüsse viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten. Beim Rösten kann dabei der Grad der Oxidation durch den Röstprozess beeinflusst werden. Dabei kommt es auf das Zusammenspiel von Temperatur und Zeit an. In einer Studie aus Deutschland kamen die Autoren zum Schluss, dass beim Rösten von Nüssen tiefere und mittlere Temperaturen zu der besten Balance zwischen gesundheitsfördernden und potenziell schädlichen Stoffen führt. Auch der Geschmack hätte hier am besten abgeschnitten. In dieser Studie wurden neben Mandeln auch andere Nüsse systematisch untersucht. Mit tiefen bis mittleren Temperaturen waren in dieser Studie 120 bis 160 Grad gemeint. Ich persönlich empfinde 160 Grad für Nüsse schon als relativ viel. Zusammengefasst bedeutet das, dass Nüsse besser bei tieferen Temperaturen dafür etwas länger geröstet werden, statt nur kurz und dafür bei hohen Temperaturen. Wenn deine Nüsse auf einem Blech Platz gefunden haben, schiebst du es in die Ofenmitte. In meinem Ofen haben die Nüsse bei 130 Grad Ober- und Unterhitze etwas zwischen 20 und 25 Minuten. Wenn du 2 Bleche benutzt, schiebst du sie ebenfalls in den mittleren Bereich. Bitte denk unbedingt in der Hälfte der Backzeit daran, die Bleche auszutauschen, da sonst die Mandeln nicht gleichmäßig bräunen. Sobald die Mandeln fertig sind, nimmst du sie sofort vom Blech und lässt sie in einem flachen Gefäß auskühlen. Sonst kann es passieren, dass sie durch das Nachbräunen verbrennen. Wichtig für eine möglichst lange Haltbarkeit ist neben der Qualität der Mandeln das richtige Abfüllen und Lagern. Bevor du die Mandeln in ein luftdichtes Gefäß füllst, müssen sie ganz ausgekühlt sein. Sonst kann sich im Glas nach dem Abkühlen Feuchtigkeit bilden und als Regel gilt, wo Feuchtigkeit ist, entsteht mit der Zeit auch Schimmel. Schimmel ist nicht in jedem Fall von Auge sichtbar. Sobald die Nüsse ganz ausgekühlt sind, kannst du mit einem Löffel oder den Händen die verklebten Mandeln voneinander lösen und sie danach in das Gefäß geben. Durch das Rösten verkürzt sich die Haltbarkeit des auf der Mandelpackung aufgedruckten Haltbarkeitsdatums. Zum einen, weil durch die Hitze die Oxidation der Fettsäuren beschleunigt wurde und zum anderen, weil durch das Rösten viele Proteinverbindungen in der Nuss beschädigt wurden. Dadurch kann Sauerstoff, ein starkes Oxidationsmittel, leichter in die Nuss eindringen. Damit gesundheitsfördernde Stoffe wie Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und mehrfach ungesättigte Fettsäuren noch besser erhalten bleiben, kannst du die Nüsse auch im Kühlschrank oder sogar im Tiefkühler lagern. Da bei mir die Nüsse nie länger als ein paar Wochen halten, lagere ich sie in einem luftdichten Gefäß an einem dunklen und möglichst kühlen Ort in meiner Wohnung. Das sind die Tipps für eine möglichst mikronährstoffdichte Ernährung. Was nicht gleichzusetzen ist mit der Lebensmittelsicherheit, wonach die Nüsse in der Regel länger haltbar sind, sofern sie richtig geerntet, verarbeitet und gelagert wurden. Nüsse eignen sich super als Minisnack zwischen 2 weiter auseinanderliegenden Mahlzeiten oder als kleinen Apero. Übertreiben sollte man es mit diesen Kraftpaketen allerdings nicht und dabei denke ich nicht in erster Linie an ihren hohen Kaloriengehalt. Nüsse sind schließlich der Nachwuchs einer Mutterpflanze. Diese Mutterpflanze gibt ihren Kleinen nur das Allerbeste mit. Das sind zum einen diese wundervollen Nährstoffe, zum anderen aber auch Abwehrstoffe. Schließlich ist es nicht im Interesse der Mutterpflanze, dass ihre Sprösslinge sogleich gefressen werden. Die Stoffe, die ich hier meine, werden auch ganz allgemein unter dem Begriff Antinährstoffe zusammengefasst. Für manche Tiere sind sie sogar giftig. Der Mensch hat sich während seiner Evolution bereits recht gut daran angepasst. Trotzdem können diese Stoffe unsere Verdauung und die Aufnahme von Mineralstoffen behindern. Die Stärke von diesem unerwünschten Effekt hängt natürlich von der aufgenommenen Menge ab.
Darum gilt bei Nüssen besser regelmäßig in Maßen als in rauen Mengen. Nüsse sind nicht gerade günstig. Damit du zuerst herausfinden kannst, ob dir dieses Rezept schmeckt, habe ich hier mal nur eine geringe Menge gemacht. Die Eiweiß-Salzmasse sollte aber für bis zu 1 Kilo Mandeln ausreichen. Ich mache für mich am liebsten große Mengen, denn damit verringert sich der Arbeitsaufwand für mich enorm. Die Eiweiß-Salzmasse sollte aber für bis zu 1 Kilo Mandeln ausreichen. Ich mache für mich am liebsten große Mengen, denn damit verringert sich der Arbeitsaufwand enorm. War dieses Video für dich hilfreich? Wie magst du deine Nüsse am liebsten? Nun bin ich auf eure Lieblingsrezepte gespannt, denn auch ich freue mich über neue Rezeptideen. Hinterlass mir einen Kommentar in der Kommentarspalte oder zeig mir deine Lieblingskreation auf Instagram.